Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein Rezept für leckere Jus-Veg Reisbratlinge bzw. Frikadellen. Dazu machen wir einen schnellen Gurkensalat. Für den Gurkensalat als erstes 2 Salatgurken waschen und anschließend in dünne Scheiben hobeln. Wenn das erledigt ist, geben wir 200 Gramm saure Sahne dazu. Außerdem alles mit einer guten Prise Salz sowie frisch gemahlenem Pfeffer würzen. Einen Schuss Rapsöl sowie einen Schuss Weißweinessig und zum Schluss kommt noch gehackter Dill dazu. Hier könnt ihr frischen Dill verwenden oder ihr weicht auf die schon fertig gehackte TK-Variante aus, so wie ihr es im Supermarkt bekommt. Danach alles einmal gut umrühren und bis zum Anrichten zur Seite stellen. Weiter geht's mit den Reisfrikadellen. Dafür als erstes eine rote Paprika waschen, entkernen und dann in feine Würfel schneiden. Und danach noch eine große Zwiebel sowie 1 bis 2 Knoblauchzehen abziehen und fein hacken. Jetzt eine große Pfanne mit einem Schuss Öl erhitzen, Paprika, Zwiebeln und Knoblauch in die Pfanne geben und für ein paar Minuten bei mittlerer Hitze und gelegentlichem Wenden glasig darin anschwitzen. Zum Schluss 150 Gramm Tiefkühlerbsen in die Pfanne geben, kurz unterrühren und die Pfanne anschließend vom Herd ziehen. Das Gemüse jetzt zusammen mit 500 Gramm gekochtem Reis, beispielsweise wenn am Vortag noch etwas übrig geblieben ist, in eine Rührschüssel geben. Dann kommen noch 2 gehäufte Esslöffel scharfes Eiweiß dazu, außerdem 4 Eier, 125 Gramm Paniermehl, 2 Teelöffel Bohnenkraut und eine sehr gute Prise Salz sowie Pfeffer dazugeben. Danach alles einmal gut miteinander verrühren, damit sich alle Zutaten gleichmäßig verteilen können. Und jetzt können wir die Jus-Veg Frikadellen ausbacken. Dafür eine große Pfanne mit reichlich Öl erhitzen. Dann habe ich mir die Hände leicht eingeölt und so aus der Masse kleine Bratlinge bzw. Frikadellenformen in die heiße Pfanne geben und für 3 bis 4 Minuten je Seite goldbraun anbraten. Die Reisfrikadellen nach etwa 3 bis 4 Minuten einmal vorsichtig wenden und von der anderen Seite zu Ende braten. Die Frikadellen zum Schluss aus der Pfanne heben, nochmal kurz auf Küchenpapier abtropfen lassen und danach können wir servieren. Die Jus-Veg Reisfrikadellen zusammen mit dem Gurkensalat auf Tellern verteilen und servieren. Danach wünsche ich euch einen guten Appetit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal.